Aktuell, wie die ein oder anderen es mitbekommen haben, bin ich ein wenig beschäftigt mit paar größeren Videoprojekten, welche langsam zum Ende kommen und langsam verfeinert werden müssen, bis sie etwa endlich mal hochladen werden können. Und natürlich möchte man sich auch immer mal wieder etwas gönnen, also habe ich mir gedacht, ich schau mal wieder in einen Klassiker der 90s rein, den ich schon immer irgendwie mochte, aber nicht wirklich so stark angesehen habe, beziehungsweise groß hochgelobt habe. Und nachdem ich es ein wenig mehr geschaut habe, muss ich zugeben, holy shit, habe ich viele Worte zu The Animaniacs zu verlieren. Also folgt mir auf eine Reise, wie ich über Animaniacs rede und das Revival/Reboot, was in den letzten Jahren von der Show rausgekommen ist. Alles Wichtige zu den Revival, zu der Originalshow und viel mehr erfahrt ihr in jedem Video. Bedenkt, wie immer handelt es sich hierbei nur um meine Meinung. Falls ihr eine andere habt, lasst sie mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Alle Disclaimer wurden disclaimed. Erstmal kann man auch einen Spoiler-Disclaimer machen, aber würde wirklich jemand auf mich sauer sein, wenn ich für die fucking Animaniacs spoiler? Ich meine, was gibt's da zu spoilern? Naja, alle Disclaimer wurden disclaimed. Legen wir los mit diesem Video. Und beginnen wir doch mal mit Animaniacs als solches. Was genau ist es überhaupt? Bei Animaniacs handelt es sich dabei um eine Warner Bros. 90s Produktion, die mehr oder weniger abseits von Cartoon Network erschaffen wurde und generell abseits von den Golden Age Cartoons von Warner Bros. Oder auch eben Cartoon Network und seine zahlreichen Produktionen, würde ich behaupten, dass Animaniacs zu einer der größten Cartoon-Produktionen von Warner Bros. Gehört. Dabei ist die Show sehr eigen. So haben wir viele verschiedene Segments mit verschiedenen Charakteren. Sei es nun einer Katze, sei es nun einer Krankenschwester oder auch eben den besagten Warner-Siblings. Diese inkludieren Yakko, Wakko und Dot, die kurz gesagt mehr oder weniger die Hauptfiguren dieser Show sind, wenn man die wirklich als Hauptfiguren ansehen würde. Zumindest von dem, was man etwa so sieht von Animaniacs, sind das wohl die bekanntesten und das größte Segment überhaupt. Man könnte mal einen Punkt machen, dass Pinky and the Brain, was mehr oder weniger hier seinen Ursprung fand, noch ein wenig mehr bekannt ist, vor allem hierzulande, aber die Warner Siblings sind mehr oder weniger das große Markenzeichen der Animaniacs, wenn es darum geht. Die anderen Figuren spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, aber die sind mehr separat für sich und nicht so ikonisch wie eben die Warner Siblings. Und natürlich handelt es sich hierbei um eine Comedy. Und meine Güte, beginnen wir doch mal mit der Comedy. Animaniacs hat einen wirklich cleveren Sinn für Humor. Humor ist natürlich immer subjektiv. Wenn es um Animation geht, gibt es mehr oder weniger die zwei großen Formen von Humor. Visual Gags, die man vor allem eben mit Slapstick erreicht, sei es nun ein Ed und Eddie oder auch Golden Age Cartoons wie Looney Tunes und so weiter. Oder auch eben der Dialoghumor, der vor allem in einer Show wie SpongeBob SquarePants in den ersten paar Seasons sehr brisant war. Animaniacs hat eine große Anzahl an Humorarten, größtenteilig aber diese zwei Arten von Humor, die mehr oder weniger ein Kernpunkt in Animation, wenn es um Comedy geht. Und während mich etwa die Visual Gags nicht immer wirklich ketzen, bin ich wirklich überrascht, wie gut, wie witty eben die Dialoge sind und wie gut die sind in Jokes. Die Gagrate ist natürlich vielleicht nicht allzu hoch wie bei anderen Shows und nicht so konsistent. Dafür, wenn aber ein Gag zündet er definitiv extrem. Das ist dabei zu verdanken, wie man eben das Setup macht von diesen ganzen Jokes und diesen ganzen Situationen. Denn Animaniacs ist angesiedelt in einer echten Welt, in einem echten Hollywood, wo mehr oder weniger diese cartoony Charaktere mit den normalen Celebrities miteinander leben. Und Celebrities ist auch ein wirklich guter Punkt, denn Animaniacs ist definitiv eine Show, die sehr darauf setzt, manche Celebrities durch den Kakao zu ziehen oder auch eben Witze über diese zu machen. Das ist dabei vor allem präsent in den Warner Sibling Segments, die wie gesagt der Großteil dieser Show sind. Und sowas kann eine Show wirklich pressen, wenn es schlecht gemacht wird. Viele Shows haben versucht, mit Referenzen, mit Celebrities, mit was auch immer zu überzeugen. Man sieht mal sich etwa ein paar der neuen Episoden der Simpsons an. Und oftmals ist das Problem eben, dass der Celebrity mehr oder weniger mit einem Finger gezeigt wird und gesagt wird, oh mein fucking Gott, das ist dieser Celebrity. Oh mein Gott, der ist so cool. Dabei muss man eben auch ein Celebrity durch den Kakao ziehen, damit es irgendwie wirklich etwa einen Humor hat. Vor allem, wenn es eben der besagte Celebrity ist, als sich selber, beziehungsweise eine Karikatur von sich selber, wie es eben bei Animaniacs der Fall oft ist. Und generell durch die starken Persönlichkeiten dieser drei Siblings, als auch den anderen Figuren, bietet die Serie so viel gute Chancen für Gags. Denn die Gags werden nicht etwa durchgezogen, damit man einfach nur eine Referenz machen kann und sagen kann, Referenz
Referenz, hihi, funny. Nein, man denkt man sich wirklich etwa dadurch, welcher Charakter nun das sagen würde oder so interagieren würde. Und so funktioniert auch die beste Art von Comedy. Egal, ob es nun Visual Humor ist, egal, ob es nun dialoghaft ist. Wenn ein Charakter einen Joke macht oder was Witziges macht, muss es auch im Charakter stehen. Oftmals geht dann die Comedy davon aus, denn wir wollen nicht, dass unsere Lieblingscharaktere mischcharakterisiert werden und dadurch mehr oder weniger einfach nur für einen Joke genutzt werden. Und das weiß Animaniacs und das nutzen sie zu einem großartigen Extent. Auch ein großer Punkt ist, wie zany, wie 90s sich die Animationen hier anführen. Die Backgrounds sind wundervoll, sehr wundervoll detailliert und auch wenn man auf den ersten Blick denken würde, dass die Superklassen würden mit den überzeichneten cartoony Figuren, passen die wirklich gut in dieses Environment rein. Das ist natürlich auch zu verdanken an dem wundervollen Voice Acting von so jemanden wie Rob Paulsen, Tress McNeil oder auch Frank Welak. Ich hoffe, ich habe den letzteren Namen nicht gebutzert. All diese bringen etwa einen fantastischen Charakter in ihre Figuren rein, die super komprimiert werden von den großartigen Animationen. Ich sag's immer, gutes Voice Acting ist notwendig, auch wenn die Animationen wundervoll aussehen. Wenn das Voice Acting nicht allzu dolle ist, kann es definitiv die Show und das Ganze ein wenig runtersetzen. Von daher großes Lob an den originalen Englischcast, der das einfach nur großartig gemacht hat. Ich habe nicht wirklich etwa viel in die deutsche Synchro reingehört, beziehungsweise geschaut, aber von dem, was ich gesehen habe, wird auch eine sehr solide Arbeit gemacht, also großes Daumen hoch dabei. Aber persönlich bevorzuge ich ein wenig mehr die englische Synchro, einfach da ich diese ikonischen Stimmen mit diesen Figuren mehr oder weniger assoziiere. Kommen wir doch mal zurück zu den Animationen. Und da möchte ich etwa einen ganz großen Punkt hoch ansehen und hoch loben. Denn die Charakteranimationen sind wundervoll. Jeder dieser Charaktere fühlt sich dynamisch an und fühlt sich so chaotisch an. Vor allem die Warner-Siblings brauchen dieses Gefühl von Chaos. Denn bei diesen handelt es sich mehr oder weniger um große Chaoten, die auf einer so zany Art und Weise teilweise nicht in diese Welt passen, die doch ein wenig mehr grounded ist, mit paar Überzeichnungen und Karikaturen von großen Berühmtheiten und dennoch funktioniert es so verdammt gut. Von daher könnt ihr vermutlich etwa merken, wie ich zu dieser Show stehe. Animaniacs ist eine großartige Comedy, komprimiert mit wundervollen Animationen und superb Voice Acting. Und ich habe noch nicht mal etwa Pinky and the Brain großartig erwähnt, denn auch wenn man über Pinky and the Brain viel sagen kann und das natürlich für viele ein Lieblingssegment ist auf dieser Show, so doch denke ich, dass diese irgendwann mal ihr eigenes Video mit ihrer eigenen Show verdienen. Aber dazu an einem anderen Zeitpunkt. Okay, wir können jetzt dieses Video... Na gut, reden wir doch mal über das Revival von Animaniacs von Hulu. Und dieses Revival ist zum bisherigen Standpunkt nicht wirklich verfügbar in Deutschland. Also muss ich eine bloody VPN holen und bloody Hulu holen, um diese verdammte Show mir anzusehen. Ach, ich liebe es, wenn Lizenzen mehr oder weniger es kompliziert machen, manche Shows hierzulande zu sehen. Großartig einfach nur. Anyway, reden wir doch mal über das Revival. Und wie ihr von meiner Stimme ausgehen könnt, bin ich nicht wirklich der größte Fan von diesem Revival. Schon früher habe ich etwa es eine Chance gegeben, aber musste zugeben, es hat mich jetzt nicht so stark angesprochen. Zugegeben, ich war auch jetzt nicht der größte Animaniacs-Fan und ich bin auch immer noch nicht der größte Animaniacs-Fan, auch wenn ich deutlich mehr Liebe für diese originale Show gefunden habe. Das große Problem dabei ist, nachdem ich jetzt nun etwa viel reingetaucht bin in die originale Show, die wirklich clever ist, aber auch manche mehr Momente in sich hat oder auch mehr Episoden, wie es bei so einer Show immer üblich ist, bin ich wirklich nicht begeistert. Das Revival ist ein interessanter Attempt, die Animaniacs in die Moderne reinzubringen. Und an sich kann man dieses Konzept in die Moderne reinbringen. Auf den ersten Blick wirken die super 90s, super wie ein Throwback, aber wenn man genauer sich das anschaut, mit den Jokes oder auch den Dingen, die sie mit bestimmten Celebrity-Karikaturen gemacht haben und so weiter, merkt man eine große Sache, dass die originale Show in vielen Aspekten ein Commentary auf Popkultur ist. Also könnte das theoretisch wirklich gut funktionieren. Nun, man hat mal diesen Weg eher weniger gegangen. Natürlich referenziert mal oder spricht mal aktuellere Themen wieder ein oder aktuelleren Figuren. Und leider funktioniert es wirklich nicht so gut. Ich möchte wirklich nicht mit einem Pessimismus reingehen in dieses Revival. Und ich habe wirklich versucht, eine neue Chance zu geben. Aber dieses Revival versteht eben die Essenz vom Original nicht. Und das ist etwa ein bolder Claim, ich weiß. Denn auf den ersten Blick wirkt es etwa einfach so
sowie mehr neues Animaniacs mit sehr, sehr guten Animationen, die ein wenig für mich meiner Meinung nach zu smooth sind, aber dennoch wirklich, wirklich gut sind und manchmal sehr dynamisch sein können. Das Problem ist aber das Writing, was mit den Gags nicht wirklich etwa schafft, den originalen Spirit zu kriegen. Ein Revival bzw. ein Reboot oder was auch immer muss nicht immer alles rausnehmen vom Original. Vor allem ein Reboot muss etwa einen neuen Start geben, mit alten bekannten Figuren und eine neue, frische Geschichte erzählen. Es ist aber hier kein Reboot und auch Reboots müssen etwa die bestimmte Essenz des Originals irgendwie aufgreifen. Denn was ist überhaupt der Punkt, eine alte Marke zurückzuholen in ein Reboot, nur damit man mehr oder weniger diese Marke so weit verändert, dass man nicht wirklich etwa die alte Marke wieder erkennt. Ich schau dich an, solche Airprint Star Trek Filme, du widerst mich an. Und das ist das große Problem von diesem neuen Animaniacs Revival. Das Writing ist nicht wirklich so clever oder so witty wie das Originale und kann manchmal sehr plump sein. Mit den Jokes im Originalen ist man auch mal ein wenig guilty mit Referenzhumor. Diese Referenzen in der Regel werden aber so verpackt meistens, dass man nicht wirklich etwa die originale Quelle wissen muss, um eben diesen Joke zu verstehen und zu mögen. Referenzhumor kann sehr spaßig sein. Referenzhumor muss aber genau wissen, wie man das macht. Denn wenn man irgendwas Obskures mehr oder weniger referenziert als Joke oder auch eben aktuellere Dinge anspricht, muss man irgendwie auch bedenken, dass man das auch ein wenig zeitlos behalten sollte. Zumindest meiner Meinung nach. Sicherlich gibt es viele Shows, Filme, was weiß ich, die es super gemacht haben mit Commentary zu moderneren Dingen, ohne das irgendwie so zu machen, dass es sich so anfühlt, oh, die Staffel kam im Jahr 2019 oder oh, die Staffel der Film kam im Jahr 2012. Mit bestimmten Filmen und Serien wird dieser Curse immer so bleiben, auch wenn man noch nicht mal irgendwas referenziert hat oder angesprochen hat aus der Moderne. Aber Animaniacs, vor allem ein Revival, sollte nicht dieses Problem haben. Und dabei fühlt es sich manchmal so an, als wäre dieses Revival sehr mean-spirited im Vergleich zum Original. Vor allem gegenüber das Original. Das Original ist natürlich kein Meisterwerk ohne Fehler. Man kann mal bestimmte Punkte ansprechen, die ein wenig wonky sind oder auch ein paar Episoden ansprechen, die nicht allzu dolle sind, aber wie mal so stark mehr oder weniger auf das Original haut und ein wenig sich so darstellt, als wäre man superior und besser und was weiß ich. Ist dann doch irgendwie ein bitterer Beigeschmack, vor allem wenn man sich die Behind-the-Scenes Dinge anschaut, wenn es um die originalen Writer geht und wie sie mehr oder weniger nicht wirklich in dieses Projekt reingelassen wurden, was wirklich, wirklich traurig ist. Denn Animaniacs, auch wenn es manchmal sehr 90s sein kann, ist am Ende des Tages eine zeitlose Show, die Leute aus den 2010er, 2020ern oder unterhalten können. Und mit diesem Revival, wen müsste man in 5 Jahren noch unterhalten? Es ist wirklich immer so ein großes Problem, wenn man eben was ganz Modernes aufgreift, ohne es so zu verpacken, dass man nicht den Kontext wissen muss. Wenn jemand beispielsweise dieses Revival in 10, 15 Jahren anschaut und kein Plattenzimmer hat von wer ist zum Beispiel Person X, dann funktionieren viele dieser Jokes überhaupt nicht, da diese Jokes mehr oder weniger so aufgebaut sind, dass du wissen musst, wer diese Person ist, was sie gemacht hat. Und natürlich, manche Jokes können funktionieren, die so aufgebaut sind. Aber man muss mal das wirklich ein wenig sparen und nicht etwa allzu dolle nutzen, beziehungsweise nicht deinen ganzen Humor darauf mehr oder weniger setzen. Denn im Punkt Humor ist mehr oder weniger dieses Revival genau das. Und es ist nicht per se grauenhaft, aber es ist für mich definitiv kein erfolgreiches Revival, was Animaniacs in eine neue Zeit gebracht hat, für eine neue Generation. Eher mehr ein sehr vergessenswerter Versuch, der mehr oder weniger vermutlich für eine lange Zeit, zumindest für mich, erinnert wird, dass es doch eher mehr enttäuschend war, statt etwa eine glorreiche Rückkehr für die Animaniacs. Revivals sind immer schwer richtig zu kriegen, sogar schwerer als bei einem Reboot, da man immer noch in derselben Continuity spielt. Aber weder ein neuer Spin wird hier wirklich reingebracht, noch wird etwa wirklich viel Kreatives oder Ausganggebendes gesagt. Und am Ende lässt mich einfach dieses Revival kalt und bringt noch nicht mal wirklich sehr viele Lacher rein. Und das ist wirklich schade, denn ich könnte mir wirklich denken, dass etwa ein neues Animaniacs sehr, sehr gut funktionieren könnte, wenn man eben diese wichtige Lektion des Originals gelernt hat. Aber weder die noch wirklich die Essenz von den originalen Animaniacs ist zu spüren. Aber hey, es ist, I guess, nice, die alten Voice Actors zumindest in ihre ikonischsten Rollen wiederzusehen. Oh boy, das ist doch eine bittere Note, dieses Video zu beenden. Aber anyway, wie findet ihr Animaniacs? Welche Show bevorzugt
bevorzugt ihr mehr? Pinky and the Brain oder auch Animaniacs? Was ist eure Meinung zum Reboot, falls ihr das gesehen habt? Wusstet ihr überhaupt, dass es ein Reboot gibt? Lasst es mich doch alles gerne in den Kommentaren wissen. Aber bis dahin würde mich doch eure Meinung interessieren und wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!